Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, da bin ich wieder. Mein letztes Video, bevor ich in den Urlaub fliege. Ja, ich dachte, ich zeige euch heute mal meine Perückensammlung, wie ihr am Titel des Videos schon sehen könnt. Und ich habe mal nachgeschaut. Das letzte Mal, dass ich meine Perückensammlung gezeigt habe, war vor 5 Jahren, also 2020. Deswegen wurde es Zeit, dass es mein kleines Update gibt. Ich meine, den Großteil meiner Perücken kennt ihr ja eigentlich, weil ich sie ja auch oft in meinen Videos trage etc. Aber auf jeden Fall dachte ich, ich setze mich heute mal hier hin und drehe für euch ein Video, damit noch ein großes Video online geht, bevor ich in den Urlaub fliege. Folgt mir auch gerne auf meinen anderen Social Media, TikTok, Instagram und Spotify für meinen Podcast, aber vor allem TikTok und Instagram. Darüber würde ich mich sehr freuen und ich würde sagen, wir starten mit dem Video. Ja, es ist halt super schade, dass YouTube immer nur die kleinen Videos belohnt gefühlt, weil meine großen Videos haben super wenig Klicks, während meine kleinen Videos manchmal 2000 Klicks haben. Aber trotzdem drehe ich am liebsten große Videos noch, weil, hallo YouTube, da dreht man ein Video in diesem Format. Naja, ich würde sagen, wir starten mal mit meiner Perückensammlung. Und die erste Perücke, die trage ich gerade schon. Das ist meine absolute Lieblingsalltagsperücke und das wisst ihr auch. Ich liebe diese Perücke. Ich habe sie mir jetzt gerade neu bestellt, wie man sehen kann. Die Haare sind wirklich so schön. Es ist echt Haar, es ist weich, es ist bouncy und ich liebe einfach Locken und ich liebe diesen Lockenlook an mir. Und diese Perücke ist halt keine Lace-Front, sondern es ist halt einfach eine klassische Perücke. Aber durch den Pony fällt es halt gar nicht auf, dass es eine Perücke ist. Und ich finde, ich kann auch hier zum Beispiel an den Seiten die Haare so hochnehmen. Und es sieht gar nicht unnatürlich aus. Also ich liebe diese Perücke. Ich habe die jetzt 3-mal, weil ich die auch gerne zum Schwimmen trage. Aber das ist auf jeden Fall meine absolute Lieblingsalltagsperücke, die ich immer sehr gerne im Alltag trage, weil es super schnell geht. Ich muss keine Lace kleben oder gucken, dass die Lace gut verblendet ist, sondern drauf und fertig. Und das ist meine zweite Lieblingsperücke. Habe ich eigentlich gezeigt, wie ich die gefärbt habe? Ich glaube ja, ich weiß das gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist das die Perücke, die ich von Shein bestellt habe. Und ich habe die geschnitten. Ich habe da einen Voice Cut verpasst. Und dann habe ich die Enden dunkel gefärbt. Ich finde diesen Kontrast von dem hellblonden zu den dunklen unten total geil. Es ist so ein bisschen Y2K. Und ich liebe die. Ich trage die immer gerne, wenn ich zur Arbeit gehe. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie habe ich immer so, zur Arbeit will ich immer blond sein, warum auch immer, und zu Hause privat lockig. I don't know. So, dann kommen wir wieder zu einer lockigen, und zwar ist das diese hier. Die habe ich euch ja letztes Jahr, habe ich die euch gezeigt, als ich die mir geholt hatte von Amazon. Ach, übrigens, alle Perücken, die ich zeige, habe ich entweder bei Amazon gekauft oder bei Shein. Ich markiere euch unten auch nochmal welche. Ich muss aber dazu sagen, dass ich die oft selber style. Also ich kaufe die oft in blond und style die dann so hin, wie ich sie haben möchte. Das heißt also, so sehen die jetzt natürlich nicht aus, sondern ja, man muss es selber machen. Aber die sah auf jeden Fall so aus, als ich sie gekauft habe. Ich liebe die. Das ist meine lockige ohne Pony. Ich mag auch die Farbe, dieses Rotbraun, das passt auch immer gut mit meinen Freckles. Ich muss allerdings sagen, dass sie auch immer so ein bisschen verknotet, und gerade bei lockigen Perücken, da müsst ihr immer vor dem Waschen die Haare definitiv vorsichtig durchkämmen, dann waschen, am besten die Spülung auch lange drin lassen, über Nacht trocknen lassen, weil das Problem ist halt, lockiges Haar wird sehr trocken, und wenn man das vorher nicht durchbürstet, dann fangen die Haare an, sich zu verfilzen. Genau, deswegen lockige Perücken immer vor dem Waschen vorsichtig durchkämmen, danach waschen und am besten auch kein Shampoo verwenden. Allgemein verwende ich für meine Perücken kaum noch Shampoo oder gar keins. Ein bisschen am Ansatz, um mal so Haarspray zu entfernen, aber in die Längen kommt nur Spülung. Ich shampooniere die Haare nicht mehr durch, weil ich halt auch will, dass das Shampoo Silikonschichten um das Haar macht. Deswegen würde ich dir empfehlen, Perücken nie mit Shampoo richtig waschen, sondern am besten eigentlich immer nur
ausspülen und Spülung rein, Spülung rein, Spülung rein, die natürlich ausspülen. Ne? Aber das ist so mein Tipp, wie ich meine Perücken auch lange schön halte. Dann kommen wir zur ersten bunten Perücke und zwar ist es diese hier. Diese habe ich mir, ich glaube, es war Ende 23 mal bei Amazon bestellt. Es war eine blonde. Ich hatte den Ansatz gefärbt, aber irgendwie mit der Zeit brauchte ich mal wieder Veränderung und dann habe ich sie pink gefärbt. Dann habe ich ihr hier einen Pony geschnitten und ja, ich mag den Look. Und sie hatte erst einen Curtain Bangs und dann ist der Pony aber noch ein bisschen kürzer geworden und ich finde den Look cool, mag ich. Mag ich sehr, sehr gerne, obwohl die jetzt auch schon über 2 Jahre alt sind, sind die Haare noch okay. Also sie sind schon ein bisschen trockener, aber ich trage diese Perücke ja auch nicht täglich. Deswegen ist das schon in Ordnung, aber ich liebe das Babypink an mir. Dann kommen wir zu Fukuhila. Das ist eine Perücke, die habe ich vor vielen Jahren gekauft in der Corona-Zeit. Und ich persönlich habe ihr dann einen Fukuhila geschnitten, weil diese Perücke hat so ein bisschen Haarausfall. Hier seht ihr das, die verliert hier vorne so Haare an der Lace und deswegen wollte ich das dann mit dem Pony so kaschieren. Ich habe in diese Perücke jetzt auch noch so ein paar Tape-Extensions reingemacht, um ihr so ein bisschen Länge zu geben, aber das ist so mein Fukuhila-Style. Mag ich manchmal. Ehrlich gesagt hatte ich das auch schon ein bisschen vergessen, dass ich die Perücke habe. Ich habe es gerade gesehen, als ich hier meine Perückentruhe aufgemacht habe. Aber ich habe die irgendwie, ich weiß nicht, so im Frühling habe ich die ein paar Mal wieder getragen, weil ich da Bock hatte auf den Fukuhila-Style und mag ich sehr gerne. Ich bin immer noch überlegen, ob ich es noch krasser mal schneide, vielleicht hier noch ein Tickchen noch kürzer. Aber ja, habe ich auch bei Amazon bestellt. Ne? Ja, dann kommen wir zu, ich nenne sie jetzt mal Marilyn. Das ist eine Perücke vom ja, letzten Jahr. Die habe ich sehr viel getragen. Das war auch so eine Alltagsperücke fürs Büro. Und ich habe die dann kurz geschnitten, weil die halt sehr trocken war in den Spitzen. Und wollte so eine Art längeren Bob haben. Ich wollte die auch beim Kylie Minogue-Konzert tragen, das hat aber irgendwie nicht gepasst, deswegen, oder ich habe es nicht hinbekommen aufgrund der Zeit. Deswegen hat sie jetzt noch so, ist sie noch so ein bisschen gestylt. Und ja, das ist meine Perücke, wenn ich mal elegant sein will. Wie schon gesagt, die habe ich auch bei Amazon bestellt, selbst gefärbt. Aber die Haare sind schon sehr, sehr, sehr trocken. Ich finde es immer wichtig, so eine auch ein bisschen kürzere im Repertoire zu haben. Und ja, ich mag die auf jeden Fall immer noch gerne. Und wenn die Marilyn rauskommen muss, dann hole ich diese Perücke raus. Ja, und dann kommen wir zu Shirin. Diese Perücke hatte ich euch ja in meinem Shirin David Vlog gezeigt. Die hatte ich mir für Shirin David Konzert bestellt. Das war auch die erste Perücke, die ich bei Shein bestellt habe. Und ich liebe. Als YouTuber habe ich natürlich keine Hose an. Deswegen kann ich nicht weiter hochgehen. Aber schaut mal, wie lang. Leute, es ist 35 Grad. Ich bin jetzt auch schon so am Schwitzen. Deswegen, sorry, ich habe nur ein Schlüppi an. Naja, auf jeden Fall ist das meine Shirin Agneta Perücke. Ich habe dieser Perücke nur einen Ansatz gefärbt, habe sonst nichts mit den Haaren gemacht, weil ich sie einfach lang und glatt haben wollte. Ich werde sie halt auch so lassen erstmal. Wenn ich überlege, dass ich für diese Perücke 100 Euro, 90 Euro bezahlt habe, unglaublich, unglaublich. Die andere Alltagsperücke, die ich ja euch gezeigt hatte, diese hier, ist genau die gleiche und die habe ich ja geschnitten und gefärbt. Also das funktioniert sehr gut, kann ich euch sehr empfehlen und ich liebe diese Perücke und sowas braucht man immer. Also ihr wisst ja, ich verändere auch gerne meinen Style. Wenn ich mal irgendwie als Beispiel Mittelalter, I don't know, irgendwie Kostümparty, ich weiß, dass ich die gebrauchen werde. Deswegen lasse ich die so, wie die ist. Do you like to wave with me? So, das ist Amy. Ja, manche Perücken haben auch einen A-Namen und das ist Amy. Die kennt ihr auch schon. Die habe ich schon sehr oft getragen. Das ist eine Perücke, die habe ich mir auch in der Corona-Zeit gekauft. Und das ist halt so eine T-Lace-Perücke, das heißt, ich habe hier Lace und an der Seite, also ich kann auch immer nur Mittelscheitel tragen. Naja, auf jeden Fall habe ich diese Perücke dann grün gefärbt. Und dieses Jahr habe ich sie nochmal verändert. Ich habe hier so eine Art, also ich habe ein paar Stufen reingeschnitten, weil vorher war sie einfach so auf dieser Länge. Ich habe sie aber so ein bisschen stufiger, ein bisschen frecher den Schnitt gemacht, kann man das sagen. Und dann habe ich die Enden schwarz gefärbt, weil ja, ich finde das total cool, gerade diesen Look mit helleren Haaren oben und dann unten das Schwarze.
mag ich total gerne und ich finde, dadurch wirkt das Grün auch nochmal geiler und ich mache dann hier oben gerne diese Zöpfchen, das geht auf jeden Fall und ja, this is Amy and she likes to wave. And this is Misato. Ja, das ist meine Misato-Perücke, so nenne ich sie. Ja, das ist aber so eine Perücke, die nicht so gut sitzt. Die ist mir ein bisschen zu groß. Die hat hier unten so ein bisschen so, ja, wie soll ich sagen, Pradellen, wobei man merkt es eigentlich nicht, aber ich merke es halt. Naja, auf jeden Fall hatte ich die dunkellila gefärbt und mit der Zeit hat sich das jetzt aber rausgewaschen und ist viel, viel heller geworden. Das finde ich sehr schön. Hat sogar auch so einen leichten Blaustich mit drin. Und die Perücke ist meine Misato-Perücke. Misato ist ein Charakter von Neon Genesis Evangelion. Das ist mein Lieblingsanime und diese Perücke erinnert mich immer an sie. Ich habe der auch so einen Curtain-Banks geschnitten. Und ja, ich habe die Set zum CSD getragen. Und ja, immer wenn ich Bock habe auf lilane Haare, dann hole ich die natürlich raus. Und es ist super, super heiß und ich bin so am Schwitzen gerade. Deswegen hoffe ich, dass dieses Video gleich fertig ist. Sorry. Oh, sorry, ihr wisst gar nicht, was ich für Opfer hier gerade für euch bringe. Nein, Quatsch. Ja, und this is Ariel. Ich weiß auch nicht warum, aber ich nenne sie Ariel, weil sie mich erinnert ans Meer. Ja, das ist meine blaue Perücke. Die habt ihr auch schon ganz oft gesehen. Die habe ich schon oft auch in Videos getragen. Und die war erst pastellblau, dann war sie richtig dunkles Königsblau. Und jetzt hat sie sich sehr ausgewaschen und sieht so aus. Das ist so ein Mix aus so dunkelblau und hellblau, würde ich sagen. Finde ich sehr, sehr, sehr schön. Ich mag die Haare. Und ja, ich habe der damals auch einen Ansatz gefärbt. Das war einfach so eine klassische blonde Perücke. Viel Arbeit reingesteckt und ja, aber die Haare sind immer noch toll. Also ich meine, ich habe die jetzt auch schon mindestens 4 Jahre, 4, 5 Jahre, I don't know. Aber she is amazing. Guck mal, wie sie noch glänzt und sie fühlt sich auch noch toll an. Und ja, was soll ich sagen? Ich liebe blaue Haare. This is a fucking look, right? Okay, she looks rough now. Ja, das ist eine Perücke, die habe ich dieses Jahr gefärbt. Da habe ich sogar ein Video drüber gedreht. Müsst ihr mal ein paar Videos zurückschauen. Die war blond. Das war das gleiche Modell wie von meiner Fukuhila-Perücke. Die hat hier vorne auch so ein bisschen Haarausfall. Deswegen habe ich der dann im Pony geschnitten. Dann war es ganz lange so eine Alltagsperücke, die ich immer gerne ins Büro getragen habe. Und ja, und dieses Jahr habe ich sie türkisblau gefärbt. Und ist okay, also ich finde die Farbe ganz süß, haut mich jetzt nicht so um und sie sieht jetzt auch gerade nicht so toll aus, weil sie halt so direkt aus meiner Kiste kommt. Müsste erstmal wieder so ein bisschen zurechtgestylt werden, aber die Farbe ist süß geworden und genau, ich habe hier auch so ein bisschen Dip Dye gemacht, erinnere ich mich jetzt gerade dran, deswegen sind hier die Spitzen so ein bisschen dunkler und oben ist es heller, aber hat auf jeden Fall was, nicht wahr? Ja, ist süß. Ist süß. Okay. This is Vintage. Diese Perücke ist wirklich Vintage. Ihr werdet gleich lachen, wenn ihr hört, wie alt diese Perücke ist. Diese Perücke ist von 2013. Also diese Perücke ist jetzt 12 Jahre alt. Das war mit einer der ersten Perücken, die ich mir geholt habe. Damals noch bei bestlacewigs.com. Kam aus China. Ich musste noch voll viel Zoll bezahlen. Die war mal lang und schwarz. Gibt sogar ein YouTube-Video noch auf meinem Kanal. Geht mal zurück auf 2013. Da habe ich die sogar einmal vorgestellt. Also da müsste es noch ein Video geben. Und ja, irgendwann mit der Zeit waren die Haare halt strohig. Dann habe ich sie kurz geschnitten. Ich habe diese Haare schon mal ein bisschen aufblondiert, wieder dunkel gefärbt. Also die haben echt gelitten, die Haare, aber man kann sie immer noch tragen und sie fühlen sich immer noch okay an, dafür, dass sie halt über 12 Jahre alt sind. Und ja, ich hole die Perücke immer wieder raus, wenn ich mal Bock habe auf dunkle Haare. Ich mag persönlich nicht so gerne schwarze Haare an mir. Ich finde, das ist immer sehr hart und macht mich halt auch immer, finde ich, sehr blass. Wobei, jetzt habe ich gerade so ein bisschen Farbe, deswegen geht's. Aber generell mag ich halt so schwarze Haare gar nicht an mir. Eher dann mehr so dunkelbraun, hellbraun, solche in die braune Richtung. Aber ja, das Krasse auch an der Perücke ist, es ist eine Full-Lace-Perücke. Also damals hat man ja noch Full-Lace-Perücken bekommen. Das heißt, es gibt gar keine Weft, das ist alles Lace. Und ja, I just keep her because sometimes you need black hair. And this is Jessica. Jessica Rabbit, of course.
Ja, das ist eine Perücke, die habe ich euch auch irgendwann mal in einem Video vorgestellt. Ich glaube, das war auch in der Corona-Zeit. Ich habe die dann rot gefärbt und dann irgendwann habe ich die kupfern gefärbt. Und ich muss auch sagen, die Haare haben gelitten. Also bei der merkt man das auch. Die Haare sind echt trocken. Ich habe der dann irgendwann noch mal so ein paar Wefts eingenäht, damit sie ein bisschen länger und voller ist. Und ja, was soll ich sagen? Ich mag die Farbe sehr, 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 sehr gerne. Diese Perücke habe ich jetzt schon ein paar Monate nicht mehr getragen. Ich müsste der erstmal so ein bisschen, ja, eine Kur verpassen. Erstmal ein paar Stunden schön in eine Spülung etc. einlegen. Genau, aber die Farbe ist geil. Wobei ich sagen muss, ich mag den dunklen Ansatz nicht. Der ist mir ein bisschen zu dunkel und geht ein bisschen zu weit runter. Der müsste ein bisschen kleiner sein, aber ich glaube, der war damals schon. Den habe ich jetzt nicht selber gefärbt. Und die hatte ich auch bei Amazon bestellt. Ich werde immer gefragt, was zahlst du für deine Perücken? Ich zahle so für meine Perücken unterschiedlich, ich sage immer so zwischen 70 und 200 Euro, aber nie drüber eigentlich. Und bestelle sie bei Amazon oder bei Shein. Das habe ich ja jetzt dieses Jahr ein bisschen auch für mich entdeckt. Das Gute ist, bei Amazon oder Shein kann man die Sachen zurückschicken, weil manchmal ist es auch kein Echthaar. Das kommt auch vor, dass Leute versuchen, einen zu scammen. Generell habe ich meistens immer Glück gehabt mit meinen Haaren. So, meine Mäuse. Meine Brüste schwitzen. Es waren alle meine Perücken, die ich gerade besitze. Habt ihr mal gezählt, wie viele es sind? Ich habe es nicht gemacht. Schreibt mir mal, wie viele Perücken ich besitze, in die Kommentare. Und ja, ich bin froh, dass ich jetzt mit dem Video fertig bin. Es ist so, 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 so warm. Ja, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Schreibt mir einen Kommentar, teilt mein Video auch gerne. Das ist super wichtig, um hier den Algorithmus zu pushen. Wenn ihr nicht wisst, was ihr schreiben sollt, schreibt auch ein Emoji, das reicht vollkommen. Und ja, und gebt dem Video einen Daumen nach oben, aber das hatte ich, glaube ich, gesagt. Folgt gerne meinen anderen Social Media, Miss Jasmina auf TikTok, Miss Jasmina auf Instagram, Miss Jasmina auf Spotify. Habe ich euch unten alles markiert. Und wir sehen uns ganz schnell im nächsten Video, was auf jeden Fall ein Vlog sein wird aus Portugal, denn ich fliege morgen nach Portugal. Ich freue mich total drauf. Das ist mein erster Strandurlaub in diesem Jahr und ich war noch nie in Portugal. Und ja, und ich werde euch natürlich mitnehmen, deswegen seid gespannt.